In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Strukturen und Handlungsfeldern von Genossenschaften, nachdem wir uns schon mit der Form auseinandergesetzt haben. Und das Ziel ist für Sie, dass Sie die wichtigsten Handlungsfelder kennenlernen, auf denen Genossenschaften aktiv und auch relevant sind, und dass Sie auch einen Einblick erhalten in die sogenannten neuen Genossenschaften, also in die aktuellen Trends, Gründungstrends und Entwicklungstrends. Das Ganze natürlich unter dem Vorzeichen zu sehen, welchen Beitrag auch die Genossenschaften zur nachhaltigen Entwicklung, zur großen gesellschaftlichen Transformation leisten. Hermann Schulze-Delitzsch und Raiffeisen, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die beiden Namen sind auch schon gefallen. Sie sind zum einen die Gründerväter der modernen Genossenschaftsform. Schulze-Delitzsch war ja Abgeordneter damals im Preußischen Landtag und rief die erste gewerbliche Warengenossenschaft ins Leben, und Raiffeisen war der Begründer der Kreditgenossenschaft. Die Hintergründe waren, wie wir auch schon gesehen haben, die voranschreitende Industrialisierung, die insbesondere im handwerklichen und landwirtschaftlichen Bereich zu verstärkter Konkurrenz geführt hatte und auch zu erschwerten Bedingungen für Handwerker und Landwirte. Das heißt, der Ausgangspunkt dieser Gründung war eine wirtschaftliche Krise, ja, und das ist auch letztendlich den Genossenschaften bis heute, dieser Charakter ist ihnen erhalten geblieben. Also Genossenschaften sind letztendlich ein Krisenphänomen, erleben immer dann einen Aufschwung, wenn es eine wirtschaftliche Gesamtkrise gibt, und entfalten auch umgekehrt genau dann ihre besondere Leistungsfähigkeit, also wenn es um gesellschaftlichen Strukturwandel geht. Und das ist auch der Grund, denke ich, warum die Genossenschaft im Moment wieder einen Höhenflug erlebt in gewisser Weise und auch verstärktes Interesse hervorruft. Der Hintergrund, wie gesagt, sind ja immer die normativen Grundhaltungen und die Grundsätze der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung und der Selbstverwaltung. Dass jede Genossenschaft einem Prüfungsverband angehören muss, habe ich gerade schon erwähnt. Diese sind teilweise nach Branchen strukturiert, teilweise auch nach Regionen. Und neben diesen regionalen und neben den Fachverbänden existieren auch einige Spitzenverbände, die sich dann letztendlich der Interessensvertretung des Genossenschaftsgedankens, also des Lobbying, mehr oder weniger widmen. Wir haben jetzt aktuell 7 nationale Spitzenverbände. Das sind sicherlich auch welche, die Ihnen bekannt sind, nämlich der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband, dann der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, der Deutsche Raiffeisenverband, der Mittelstandsverbund, der Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften und dann der Bundesverband unabhängiger deutscher Genossenschaftsprüfungs- und Mitunternehmerverbände. Also 7 an der Zahl. Auch das ist schon mehrfach zur Sprache gekommen, dass die Genossenschaften, sowohl die expliziten Genossenschaften als auch die anderen Bereiche der solidarischen Ökonomie also wenig Zentralisierung erfahren haben, sondern eher immer noch Vielfalt. Und das macht es auch teilweise für Außenstehende etwas schwierig, da überhaupt erstens einen Überblick oder überhaupt einen Einblick zu bekommen in diese Strukturen. Insbesondere wenn beispielsweise Gruppen sich damit mit dem Gedanken tragen, eine Genossenschaft gründen zu wollen, wissen sie in der Regel erstmal überhaupt nicht, wie sie da vorgehen. Da ist aber in den letzten Jahren auch seitens der Genossenschaften einiges getan worden, um auch mehr Öffentlichkeitsarbeit
zu leisten, um sich auch mehr ins Gespräch zu bringen, um darauf hinzuweisen, wir sind da, die Verbände, wir bieten auch Beratung an, kommen Sie zu uns. Also das war jetzt seit 2012, insbesondere seit dem Internationalen Jahr der Genossenschaften, wurde doch wieder verstärkt auf proaktives Verhalten der Verbände gesetzt, nachdem sie jahrelang im Grunde genommen sehr passiv waren und immer der Meinung waren, dass ihre Mitglieder das ja schon wissen, dass sie da sind. Ja? Also da hat sich einiges verändert, weil eben auch ganz klar zu beobachten ist, dass die Genossenschaft mehr nachgefragt wird als in früheren Jahren. Neben diesen 7 Nationalverbänden gibt es dann eben noch Regionalverbände und also nach Bundesländern organisiert und auch Fachverbände, beispielsweise den Edeka-Verband für kaufmännische Genossenschaften, den Rewe-Prüfungsverband, den Verband der Sparda-Banken und so weiter. Von der historischen Entwicklung ist es dann so gewesen, dass mit Schulze-Delitzsch und auch Raiffeisen nach den ersten Gründungen letztendlich auch eine schnelle Verbreitung der Genossenschaftsidee erfolgt ist. Die Gründungen liefen voran sozusagen und breiteten sich aus. Und in der Phase war dann auch ziemlich schnell der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, es fehlt irgendwie so ein bisschen eine Struktur, es fehlt eine Koordinierung dieser verschiedenen Aktivitäten, denn wenn es eine solche Struktur nicht gibt, ist es auch schwer, dieses gesamte Genossenschaftswesen weiterzuentwickeln. So wurden dann mehr oder weniger die ersten Vorläufer der Verbände gegründet, sowohl auf der Seite von Schulze-Delitzsch mit seinen gewerblichen Genossenschaften als auch von der Seite von Raiffeisen, die beide eigentlich interessanterweise, obwohl sie zur gleichen Zeit ja gelebt haben, sich niemals kennengelernt haben persönlich, also auch sehr, sehr unterschiedliche Biografien hatten. Wie gesagt, der eine war Politiker und der andere, also Raiffeisen in dem Fall, war ein, wie man so gerne sagt, über ihn ein sehr religiöser Sozialreformer, der letztendlich von dem Umgang mit Geld nicht so wahnsinnig viel gehalten hat, der eher so den Charakter der Selbsthilfe in den Vordergrund gestellt hat. Und diese beiden Charaktere, die einerseits die Bewegung geprägt haben aber auch dazu geführt, dass die Bewegung sich immer wieder gespalten hat. Also schon seit dieser Urgründungszeit ist es zu beobachten, weil irgendwann Schulze-Delitzsch und Raiffeisen sich nicht mehr einig waren, wie das Genossenschaftswesen weiterzuentwickeln sei. Insbesondere nach dem Genossenschaftsgesetz, was 1867 durch Schulze-Delitzsch auf den Weg gebracht war. Es gibt eben Interpretationen, die sagen, dass Schulze-Delitzsch sich damit im Grunde genommen als der Vater des Genossenschaftswesens verstanden hat und den Raiffeisen mehr oder weniger als Mitläufer verstanden hat oder Trittbrettfahrer verstanden hat. Also auf jeden Fall waren da persönliche Spannungen im Feld, die dann auf einer theoretischen oder ideologischen Ebene ausgetragen wurden. Also insbesondere gab es dann immer wieder Streit um das Thema staatliche Unterstützung, weil Schulze-Delitzsch der Meinung war, dass Genossenschaften, um wirklich auch wachsen zu können, auf jeden Fall staatliche Kredite in Anspruch nehmen sollten, während Raiffeisen dieses ganz, ganz vehement abgelehnt hat und stattdessen sozusagen dann eigene Vereine gegründet hat, eigene Darlehenskassen gegründet hat, die ganz explizit auf das Geld, auf die staatliche Unterstützung verzichten wollten.
Dann gab es noch weitere Differenzen in Bezug auf die Haftung der Mitglieder, beziehungsweise auf die Haftung, die sich aus den Geschäftsanteilen ergibt. Über die Anfangsfinanzierung war man sich nicht einig, über die Kreditvergabe war man sich dann auch nicht einig und letztendlich ging es dann auch immer wieder um die Verankerung der christlichen Werte. Die wollte auch der eine mehr als der andere. Also insofern haben wir dann hier von Anfang an letztendlich zwei Linien des Genossenschaftswesens, die dazu geführt haben, dass natürlich auch die Bewegung als Ganze geschwächt wurde, ja, weil sehr viel Energie darauf ging, dass man also gegenseitig sich versuchte, das Wasser abzugraben. Also als Raiffeisen dann begann mit seinen Darlehensvereinen, empfand das Schulze-Delitzsch wiederum als Angriff auf sein Konzept der staatlichen Kredite und so weiter. Und das Ganze führte dann auch dazu, dass es innerhalb dieser beiden Linien wiederum Abspaltungen gab. Also innerhalb der gewerblichen Linie von Schulze-Delitzsch gab es dann plötzlich noch andere Redelsführer, die auch noch unter Genossenschaften handwerkliche gegründet haben, die ein eigenes Finanzierungsziel verfolgt haben. Und das Gleiche war auch im landwirtschaftlichen Bereich bei Raiffeisen. Also auch das bröckelte letztendlich immer mehr intern. Und es gab immer mehr Lager, die sich rauskristallisiert haben und die nicht unbedingt zusammengearbeitet haben. Und das Ganze hat eigentlich nur geendet, indem der Erste Weltkrieg dann die Genossen dazu zwang, überhaupt diesen Streit beizulegen und zu gucken, was wollen wir denn überhaupt als Genossenschaften. Also da drohte dann praktisch der Feind von außen so stark zu werden, dass man dann um 1920 herum den Streit beilegte und dann die Vereinigung zum ersten Deutschen Genossenschaftsverband vorantrieb, in dem im Grunde genommen dann alle Einzelgenossenschaften Mitglied waren. Das waren damals so 3.500 ungefähr. Und dann gab es nur noch diesen Deutschen Genossenschaftsverband und auf der anderen Seite den Zentralverband der Konsumgenossenschaften. Die beiden Verbände waren dann um 1920 herum die tonangebenden. Das heißt also, es wurde dann das Ganze wieder etwas übersichtlicher. Und vor allen Dingen hatte man wieder gemeinsame Ziele, nämlich das Genossenschaftswesen nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln. Es haben sich dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch die internationalen Verbände nochmal neu aufgestellt. Es gibt auch einen europäischen Verband, es gibt einen internationalen Verband, der letztendlich das Genossenschaftswesen weltweit begleitet, weiterentwickelt, vorantreibt und das Ganze auch mit eigentlich guten Ergebnissen. Wie gesagt, das Jahr 2012 wurde zum internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt. In diesem Jahr ist, vielleicht erinnern Sie sich auch noch dran, sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Werbung auch gemacht worden für die Genossenschaften mit einem eigens dafür aufgelegten Logo, einer für alle, glaube ich, hieß es damals in der Kampagne, mit also einer vollkommen eigens dafür initiierten Öffentlichkeitsarbeit, auch international. Und das hat dazu auch nicht nur das, aber auch das hat dazu geführt, dass im Jahr 2016 die Genossenschaft zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde, was auch also wirklich eine Leistung der Verbände letztendlich und des Zusammenwirkens, des geschlossenen Zusammenwirkens ist. So ein paar andere wichtige Daten waren noch 2006 die Novelle des Genossenschaftsgesetzes. Dort wurde nochmal sehr vieles getan, um die Gründung von Genossenschaften zu vereinfachen.
Also die Anzahl der Mitglieder wurde reduziert, beispielsweise, die nötig sind, um eine Genossenschaft zu gründen. Das ganze Prozedere wurde vereinfacht, im Grunde auch mit dem Ziel, natürlich die Hürde niedriger zu gestalten, für Gruppen eine Genossenschaft zu gründen. Und ein anderes Highlight war die Gründung der Greenpeace Energy, also auch einer Energiegenossenschaft, einem bundesweiten Stromversorger, die eine sehr hohe Reichweite erfahren hat und auch nochmal ihrerseits für die Genossenschaft als Ganze steht. Ja, also Greenpeace Energy ist mittlerweile, glaube ich, fast allen ein Begriff. Ja, und das heißt, sie haben auch dadurch zur Popularität einfach des Genossenschaftsgedankens beigetragen. Ja, dann ist es, wie gesagt, so ausgehend von diesen Entwicklungen, dass auch eine ganz klare Renaissance der Genossenschaft erkennbar ist, und zwar insbesondere nach dem Jahr 2000. Man spricht also auch mittlerweile in der Forschung schon von den 2000er Genossenschaften, weil sich da einfach nochmal neue Formen und neue Gebiete herauskristallisiert haben. Und zwar beziehen die sich sehr häufig auf den Bereich der Daseinsvorsorge. Hat auch was damit zu tun, dass sich in dieser Phase der Staat aus vielen Verpflichtungen zurückgezogen hat und auch mehr oder weniger den Raum dann gelassen hat für bürgerliches Engagement, für genossenschaftliche Selbsthilfe und auch für ganz neue Gründungsideen. Also seit dieser Tätigkeit sind sozusagen die traditionellen Sektoren, also die im Kreditwesen, Landwirtschaft, Wohnen und Konsum liegen, sind die auch erweitert worden durch neue Bereiche, nämlich insbesondere dann die erneuerbaren Energien, die Dienstleistungen und das Gesundheitswesen. Und man spricht hier, also Dienstleistungen hatten wir vorhin auch schon gestreift, die Dorfläden beispielsweise gehören auch zu den 2000er Genossenschaften, einfach in Reaktion auf gesamtgesellschaftliche Trends, wie beispielsweise den demografischen Wandel, der in vielen Bereichen dazu geführt hat, dass eine Nahversorgung plötzlich nicht mehr vorhanden ist, dass auch von Seiten des Staates hierfür keine Verantwortung übernommen wird. Ja? Also dort der Dorfladen ist ein Klassiker, sage ich mal, auch der Daseinsfürsorge. Man spricht deswegen auch von den gemeinwesenorientierten Genossenschaften, weil diese eben letztendlich auch Aufgaben übernehmen, die im Grunde öffentlich sind. Ja? Also Energieversorgung ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe, ja? Eine staatliche Aufgabe. Der Staat ist für die Sicherung der Infrastruktur zuständig, kann das aber offensichtlich nicht zur Genüge oder zur Zufriedenheit leisten. Und genauso auch für die Sicherung der Infrastruktur im Angebot von Gesundheitsversorgung und Nahversorgung. Und genau in diesen Bereichen sind dann die 2000er Genossenschaften auch aktiv geworden. Es gab auch noch sehr, sehr viele Einzelbereiche, beispielsweise Stadtteilentwicklungsgenossenschaften gehören zu den 2000ern, wo dann teilweise es so war, dass die Städte und Gemeinden auch nicht mehr das Budget hatten, sich beispielsweise einen Stadtmanager oder Stadtmanagerin einzukaufen. Diese Rolle haben dann ganz oft Genossenschaften übernommen oder beispielsweise die Führung von Schwimmbädern ist auch so ein Beispiel, die häufig die Kommunen finanziell überlasten und deswegen in der Regel dann auch geschlossen werden, was aber natürlich für den Gesamtwert der Kommune dann sehr, sehr schlecht ist. Und da gibt es auch zahlreiche Beispiele, wie dann die Schwimmbäder in genossenschaftlicher Selbstverwaltung weitergeführt werden.
Das Gleiche gilt für die Gesundheitsversorgung, also Ärztegenossenschaften, insbesondere auf dem Land, gehören dann auch zu denen, die sozusagen zu den neuen Genossenschaften dann hinzugerechnet werden. Und Sie sehen jetzt hier auf der Grafik nochmal, dass wir auch sehr, sehr viele Gründungen hatten. Also zwischen 2007 und 2015 sind zahlreiche Neugründungen erfolgt. Also nach 2000 ungefähr 2000 Genossenschaften, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und Sie sehen auch hier in der Gemeindeverteilung, also in der Verteilung in der regionalen Verteilung sehen Sie auch, dass die Genossenschaft kein Phänomen der Städte ist, sondern im Grunde noch viel mehr ein Phänomen der ländlichen Gebiete. Und zwar, also bei den Energiegenossenschaften ist die Schwelle sehr häufig die Gemeinden mit 10.000 Einwohnern, um die 10.000 Einwohner, das sind die häufigsten Gründungen zu verzeichnen. Ja, hier ist nochmal ein Überblick über den Genossenschaftssektor in Deutschland mit Stand 2012. Sie sehen dann oben praktisch die Verbände, ja, die ich schon vorgestellt habe, also die nationalen Verbände in der oberen Reihe, dann darunter auf der Ebene die regionalen Prüfungsverbände und dann gibt es nochmal Fachprüfungsverbände, also insbesondere für Sparda, Edeka, Verkehrsgenossenschaften und so weiter. Und dann haben Sie nochmal die Typen jetzt hier in dieser Grafik unterschieden. Einmal Kreditgenossenschaften, davon gibt es 1121, dann 2407 ländliche Genossenschaften mit 550.000 Mitgliedern, dann über 2000 gewerbliche Genossenschaften mit ca. 400.000 Mitgliedern, 30 Konsumgenossenschaften mit ca. 350.000 Mitgliedern, Wohnungsgenossenschaften fast 2000 mit ca. 2 Millionen Wohnungen und auch immerhin 24.000 Mitarbeitern. Also all diese Genossenschaften haben natürlich nicht nur Mitglieder, sondern auch Mitarbeiter. Und dann differenziert sich das nochmal in Zentralbanken, in Hauptgenossenschaften, in Zentralunternehmen und so weiter. Aber das ist so ungefähr die Struktur, wie die Genossenschaften momentan aufgestellt sind. Und wie gesagt, nicht nur die Mitgliederzahl verwundert einen. Also gerade bei den ländlichen haben wir wirklich 500.000 Mitgliedern oder bei den Kreditgenossenschaften haben wir 17 Millionen Mitglieder, ja, und 160.000 Mitarbeiter fast. Also das ist schon ein immenser Faktor, der häufig dann auch gar nicht so wahrgenommen wird, ja, was auch nicht dazu passt, dass die Genossenschaften so wenig beachtet werden im öffentlichen Diskurs, ja. Also Zahl der Unternehmen hier auch nochmal in der Zeitschiene von 2010 bis 2012 sieht man auch ganz klar Tendenz steigend und die Prognosen sagen auch, dass das wohl weiterhin so sein wird und zwar auch aus dem aktuellen Bedarf heraus. Ich sage nochmal Stichwort große Transformation. Da ist ein wichtiger Aspekt, der auch häufig dann in den argumentiert wird, die regionale Wertschöpfung. Wobei das häufig auch so ein Postulat ist, also mehr so ein Postulat ist, als wirklich empirisch überprüfbar ist. Es gibt aber einige Berechnungen schon, die das dann auch mal versucht haben nachzuweisen. Also so, was dann immer so gesagt wird, ja, das Geld bleibt in der Region beispielsweise. Was auch sehr viele Menschen anspricht, ja. Also dieser Slogan, das Geld bleibt in der Region, zieht schon ziemlich viel Aufmerksamkeit und da sind Menschen auch bereit, dann zu investieren. Und wie berechnet sich regionale Wertschöpfung? Im Grunde sind es die Gewinne der Unternehmen plus die Einkommen, also die Nettoeinkommen der Beschäftigten plus
noch die bezahlten Steuern. Also das sind eigentlich die 3 Faktoren, die bei der regionalen Wertschöpfung eine Rolle spielen. Und am Beispiel der erneuerbaren Energien, also der Energiegenossenschaften, hat man das auch nachgewiesen, dass die regionale Wertschöpfung letztendlich darin besteht oder dazu führt, dass zum einen Steuereinnahmen generiert werden für die Gemeinden, dass Pachteinnahmen generiert werden, dass Importkosten vermieden werden und dass natürlich Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das hat natürlich auch sehr viele Nebeneffekte, Nutzeneffekte, nämlich die Verbesserung der gesamten Infrastruktur, die Verbesserung der kommunalen Haushalte, die Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe und natürlich die Erhöhung der Standortattraktivität. Hier nochmal eine Berechnung vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung über die Entwicklung der kommunalen Wertschöpfung durch erneuerbare Energien. Da sehen wir, dass die Entwicklung nach oben geht, also die Wertschöpfung nach oben geht und dass der größte Anteil davon in der Stromproduktion liegt. Also in der Stromproduktion durch erneuerbare Energien natürlich. Dann ist auch ein relativ neues Diskussionsfeld das Thema Genossenschaften und Klimaschutz. Auch dort zeigen Untersuchungen, dass da das genossenschaftliche Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Also wir hatten ja schon gesehen, Energiegenossenschaften sind vom Hauptgeschäft her Produzenten, also Energieproduzenten. Dadurch, dass die Bildungsarbeit auch in den Genossenschaften allgemein im Moment nicht mehr so im Vordergrund steht, bleibt es auch in der Regel bei der Produktion und Verteilung von Energie. Wenn wir aber nochmal die Rochdale-Prinzipien uns anschauen, dann erinnern wir uns auch an den Aspekt der Bildungsarbeit. Ja? Und das ist auch bei einigen Genossenschaften wieder sozusagen in Erinnerung gekommen. Und die bieten beispielsweise Verbraucherberatung an für ihre Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder, beispielsweise zum Thema Energiesparen, zu den ganz alltagspraktischen Themen. Was mache ich denn mit meiner Glühbirne und mit der Energiesparlampe? Was ist denn daran jetzt besser? Was soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Weil hier lese ich das und da lese ich jenes. Können Sie mich bitte aufklären? Was muss ich beachten, wenn ich ein Energie Plus Elektrogerät kaufe? Also die ganz lebenspraktischen Dinge letztendlich werden teilweise von den Genossenschaften eben auch genutzt in Form von Bürgersprechstunden oder auch durch die Ausbildung von Energiescouts oder Energieberatern, die dann in die Haushalte gehen und kostenfrei Energiechecks beispielsweise anbieten. Das sind Felder, die, wie gesagt, noch sehr viel Potenzial bergen und was wirklich noch nicht ausgenutzt ist. Ja? Also weil auch so kann natürlich durch so einen kostenlosen Energiesparcheck kann eine Genossenschaft natürlich auch neue Mitglieder gewinnen, ja, und mehr Akzeptanz in einer Region beispielsweise erreichen, weil das ist ein Thema, was alle irgendwie angeht und zu dem es auch viel Verwirrung gibt. Und wo mit Sicherheit sehr gut ist, wenn es vor Ort eine Organisation gibt, die sich darauf spezialisiert hat. Ein anderer Bereich, der auch durch die neuere Forschung jetzt nochmal belegt wurde, ist der Bereich der gesellschaftlichen Integration, weil man hat also festgestellt, was sind denn so die typischen Mitglieder von diesen neuen Genossenschaften und da findet sich quasi vom Pfarrer bis zum Auszubildenden, von der Ärztin bis zum Lkw-Fahrer finden sich eigentlich alle Berufsgruppen und auch gesellschaftlichen Schichten wieder. Das hat damit zu tun, dass in der Regel die Höhe der Geschäftsanteile von den Genossenschaften so gewählt wird, dass auch für Einkommensschwache eine Mitgliedschaft möglich ist. Das heißt, die Genossenschaften haben im Moment dort auch eine
eine Funktion, Demokratie und Integration herzustellen, wo im Grunde genommen auch viele andere gesellschaftliche Institutionen, die eigentlich dafür zuständig sind, versagen. Ja? Also auch die Bereiche Beteiligung, Partizipation, hatten wir auch schon gehört, dass das immer mehr auch ein Bedürfnis ist von Bürgerinnen und Bürgern, sich einzubringen, mitzubestimmen. Gerade im Energiebereich, man möchte auch nicht mehr sich von den großen Stromversorgern alles bieten lassen, ja, sondern man möchte selbst die Dinge in die Hand nehmen. Das ist ein großer Bedarf und den nehmen die Genossenschaften natürlich auch sehr, sehr gut auf. Ähnlich sind die Themen Diversity besetzt oder auch Gender, weil in den klassischen Genossenschaften, sage ich mal, gibt es recht wenige Frauen. Ja? Also es gibt Ausnahmeunternehmen wie beispielsweise die Frauengenossenschaft, Windenergiegenossenschaft Windfang, die auch so ein Urgestein ist, noch aus den 80er Jahren. Aber der überwiegende Teil, auch in den Verbänden, ist sehr, sehr männerdominiert. Und die Bürgerenergiegenossenschaften sind eigentlich so ein Feld, wo das Ganze jetzt ein bisschen aufgebrochen wird, wo es also auf einmal Diskussionen auch gibt über Gender und über Diversity. Und insofern haben die Genossenschaften auch in dieser Hinsicht, können die einen wichtigen Beitrag leisten zu Fragen der Transformation. Ja, dann möchte ich noch erwähnen den Spezialfall der Schülergenossenschaften, die auch momentan einen gewissen Höhenflug erleben. Dadurch, dass sich jetzt mehrere Verbände auch spezifisch die Förderung der Gründung von Schülergenossenschaften auf die Fahnen geschrieben haben, Beratungsstellen eingerichtet haben, Personal auch zur Verfügung stellen, was an Schulen geht und den Gedanken der Schülergenossenschaften dort mit den Schulleitungen und auch mit Schülerinnen und Schülern bespricht. Das heißt, der Unterschied zu einer normalen Schülerfirma besteht in zwei Dingen. Zum einen in der Ausrichtung natürlich auf nachhaltige Geschäftsideen und zum zweiten auch in der Langfristigkeit des Projekts. Also die Schülergenossenschaften, die entstehen, sind so ausgerichtet, dass sie auch langfristig dann an der Schule bleiben, also bei der Schule verbleiben. Und auch rechtlich gesehen immer ein Projekt der Schule sind. Die Schülergenossenschaften werden dann eingetragen im Genossenschaftsregister unter dem Titel ESG, also eingetragene Schülergenossenschaft, aber wie gesagt niemals als selbstständige Unternehmen, sondern immer als Projekte der jeweiligen Schule. Ich selbst habe auch einen sehr lebendigen und sehr schönen Gründungsprozess an einer Schule mitgestaltet, also auch durch Beratung im Vorfeld, wo sich eben eine Mischung ergeben hat aus Lehrerinnen, Eltern, Schülerinnen und Einzelpersonen aus dem Umfeld, die gemeinsam eine Solargenossenschaft gegründet haben auf dem schuleigenen Dach. Das waren auch teilweise schwierige Prozesse der Verhandlung mit den Schulbehörden, mit dem Landkreis, der dann Eigentümer der Gebäude war und so weiter. Aber auch das war ein Prozess, der letztendlich gelungen ist und der sehr lohnend ist, weil plötzlich in dem Schulgefüge eine Stelle, ein Ort auftaucht, wo alle Lehrerinnen und Schülerinnen und Eltern plötzlich eine gemeinsame Sache verfolgen und nicht mehr in diesen typischen Rollen aufeinandertreffen. Also nach allem, was ich dort erlebe oder auch höre, wird es auch als sehr, sehr bereichernd für die Gesamtsituation der Schule erlebt. Und es ist auch so, beispielsweise damals war in der Gründungsversammlung immer die Frage oder kam die Frage von Schülerinnen, ja, aber was machen wir denn, wenn wir jetzt hier Mitglied werden und wir sind ja dann in ein paar Jahren sind wir ja weg und so und das lohnt sich ja gar nicht. Die Erfahrung zeigt, dass alle Schüler
die einmal eingetreten sind in die Genossenschaft, auch drinbleiben in der Genossenschaft, obwohl sie das eigentlich gar nicht müssten. Also sie könnten ihre Anteile auch zurückkaufen oder weiterverkaufen oder weitergeben. Aber die Erfahrung zeigt, es wird gar nicht wahrgenommen, sondern es gibt eine Bindung an diese Genossenschaft, an die eigene Schule auch und an diesen Prozess mehr oder weniger, selbst wenn die Schülerinnen und Schüler nicht mehr vor Ort leben. Ja, und dann gibt es noch den Sonderfall, letztendlich, den ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, der Betriebsübernahmen. Das sind dann die Produktivgenossenschaften, letztendlich die ich ja auch schon kurz skizziert hatte mit ihrer Problematik, auch der Abhängigkeit vom Marktmechanismus und so weiter. Aber es gibt trotzdem immer wieder Beispiele, die auch erwähnt zu werden verdienen. Das eine Beispiel ist die Glashütte Süßmuth, eben auch wieder in der Region Nordhessen, die über 20 Jahre lang wirklich in Arbeiterselbstverwaltung gewesen ist. Ursprünglich ausgelöst durch die Initiative sogar des Eigentümers, der gesagt hatte, ihm ist es wichtig oder ihm ist es ein Anliegen und er möchte das freigeben sozusagen für seine 260 Beschäftigte. Und dann gab es auch die entsprechende Euphorie eben, dass die Beschäftigten selber dann plötzlich Eigentümer waren. Arbeitereigentümer nannten sie sich und führten dann auch diese Glashütte 20 Jahre zwar mit unterschiedlichem Erfolg, aber immerhin. Die öffentliche Außenwirkung war auch nicht immer nur positiv, also sie wurden auch in der Region gemieden. Sie wurden bekämpft vom Arbeitgeberverband, von den Gewerkschaften, nicht unterstützt. Ganz im Gegenteil wurden sie teilweise beschimpft als bolschewistische Einrichtungen. Also auch das war kein Zuckerschlecken mit Sicherheit, aber sie haben das durchgehalten und das ist auch heute noch, es sind auch noch Reste davon in Erinnerung geblieben, sage ich mal, dort in der Region. Ein anderes Beispiel kommt hier auch aus Bremen, wo die Voith-Werke 1983 übernommen worden sind von damals 50 ehemaligen Beschäftigten, die damit die Schließung verhindern konnten und die dann umgestellt haben auf Umweltschutzanlagen im Bereich des Maschinenbaus, nannten sich dann AN Maschinenbau, AN wie Arbeitnehmer. Die stellten dann Windanlagen und Ähnliches her, formierten sich auch im Lauf der Zeit teilweise um und waren dann irgendwann aber auch vom Markt verschwunden. Aber trotzdem auch das ein Highlight, was mit Sicherheit auch in der Öffentlichkeit in der Stadt Bremen in guter Erinnerung sein wird.